Mesa Boogie Subway D800 Manual. Der Subway D800 ist ein Bass-Amp, ein Bass-Head mit hervorragendem cleanem Sound. Auf der Vorderseite sehen wir von links nach rechts eine Buchse als Eingang für einen Bass. Daneben haben wir 3 Kippschalter, Mute und Play, wo wir den Bass muten können, wenn wir das Instrument vom Kabel nehmen oder anschliessen oder etwas dran machen, dass es nicht mal auf der Box klebt. In der Mitte können wir umstellen, ob unser Instrument passiv oder aktiv ist. Bei aktiven Bass haben wir quasi einen Patchhalter, der das Instrument leislicher macht, gegen das Übersteuern zu verzerren. Der rechte Kippschalter können wir Deep wählen. Da haben wir mehr Bass im Sound. Wir haben noch eine gelbe LED, OD für Overdrive. Das zeigt uns an, wenn der Subway unser Signal anzerrt. Rechts von diesen 3 Kippschaltern haben wir diverse Potties, wo wir unseren Sound formen können. Input, ein Eingangsverstärker, wo wir unseren Bass lauter machen können. Wenn wir an dem genug drehen, bekommen wir Zerrung auf dem Signal und die Overdrive-Leuchte zeigt uns das an. Rechts davon Voicing. Wenn wir den Schalter gegen links drehen, Flat, ist das EQ-Setting Flat. Wenn wir es mehr gegen rechts drehen, bekommt das EQ-Setting mehr Charakter, einen gewissen Vintage-Sound. An diesem Regler kann man gut etwas ausprobieren, wie einem das EQ-Setting am besten gefällt. Rechts daneben ein 4-Band-EQ mit Bass, Tiefmitte, Hochmitte und einem High-End. Rechts der Master-Regler, wo man einstellen kann, wie laut der Sound auf die Box, auf das Kabinett geht. Wichtig ist, dass der Mesa Boogie selber nicht tönt. Man muss von dem Amp auf eine Box, auf ein Kabinett gehen. Auf der Rückseite vom Amplifier sehen wir links oben einen Ein-Ausschalter, wenn wir das Gerät ganz ein- oder ausschalten wollen. Unten dran Strombuchse, wo wir Starkstrom einstecken. 2 Speakon-Ausgänge. Der ober als Standard mit umschaltbarer Ohmzahl. Unten dran als Erweiterung, wenn wir noch eine zweite Box anhängen wollen. Wir haben 2 Jackbuchsen, eine für einen Kopfhörerausgang und eine für einen Eingang, zum Beispiel für ein Playback. Und ganz rechts einen symmetrischen DI-Ausgang, zum Beispiel gerade zum Aufnehmen. Wir können beim linkischen Potty aussuchen, ob wir vor oder nach der EQ-Section rausspielen. Das macht sicher Sinn für Reamping. Wir können beim mittleren Potty wählen, zwischen 2 Lautstärken, die rausgespielt werden. Und rechts können wir Groundlift wählen. Wir nehmen ein Speak-On-Kabel und verbinden den Amp mit dem Kabinett. Die Stecker steckt man in die 2 Schlitze und dreht sie, bis sie einrasten. So können sie nicht aus der Buchse rutschen. Der Subway 800 hat 800 Watt. Wichtig ist, dass wir ein passendes Kabinett wählen. Zum Beispiel GK-Box.
Falls du Fragen hast oder für Tipps und Tricks, dann meld du dich bei mir.